Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Es ist gerade November 2024 und ich befinde mich hier vom Reber-Geschäft in Salzburg, wo ich die neueste Mozartkugel von Reber abgeholt habe. Die möchte ich euch in dem Video näher vorstellen, das heißt den Querschnitt herzeigen, aber auch einen Geschmackstest machen, damit ihr euch da besser vorstellen könnt, wie die Kugel schmecken könnte. Also schauen wir sie uns mal an. Und hier seht ihr jetzt den Aufbau von dieser Mozartkugel. Innen befindet sich ein Sahne-Nougat-Kern, dann hier Marzipan mit Kirschgeschmack und ganz außen ist Zartbitterschokolade, mit der diese Kugel umhüllt ist. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil des Videos. Also jetzt zumindest für mich, weil ja, ich die Kugel noch gar nicht probiert habe. Die gibt es ja jetzt auch erst sehr kurz am Markt. Daher bekommt ihr hier jetzt auch von mir sehr ungefilterte Eindrücke geschildert. Und ja, ich bin jetzt auch schon sehr gespannt. Ich werde jetzt gleich als Ganzer probieren und euch dann meine Eindrücke schildern. Okay, also bei der Kugel würde ich wirklich sagen, sie ist, wenn ich jetzt mal zunächst die Skala einblende, auch wiederum eher auf der marzipanigen Seite. Das Nougat kommt eigentlich gar nicht so stark zu tragen. Ich würde jetzt aber dann trotzdem gleichzeitig die Kugel nicht zu stark am Marzipan einordnen, weil diese Außenschicht, ihr habt es auch vielleicht bei den Inhaltsstoffen gesehen, von der Zartbitterschokolade, ist eigentlich auch sehr dominant für diese Kugel. Das heißt, auch wenn es jetzt sicher ein relativ großer Marzipananteil ist die Kugel eigentlich sehr, ja, man kann aber auch wirklich sagen, wie es ja auch auf der Verpackung steht, sehr Schwarzwälder kirschig auch. Also für mich schmeckt die wirklich sehr, sehr intensiv nach dunkler Schokolade, aber auch Kirsche. Das Marzipan, das ja hier mit Kirschgeschmack angegeben ist, verbindet sich dann zu einem tollen Gesamterlebnis. Also man könnte wirklich sagen, wenn ihr jetzt quasi so von es klingt jetzt komisch, aber von einer härteren Schwarzwälder Kirschtorte abbeißt, weil Torten sind ja normalerweise Biskuit, also eher, sagen wir mal, nicht so hart. Aber in dem Fall natürlich, das Marzipan ist dann eher fester. Sagen wir vielleicht eher fest, also fest ist der bessere Ausdruck, nicht unbedingt hart. Und ja, die Kugel schmeckt auch wirklich sehr intensiv eigentlich sehr intensiv nach Kirsche, dunkler Schokolade, Marzipan, und es ist ein sehr runder Gesamtgeschmack, der sich eigentlich sehr toll verbindet. Das heißt, die haben hier nicht einen Geschmack, der jetzt extrem dominant ist, vielleicht sehr, man hat das ja manchmal bei fruchtigen Mozartkugeln, hatte ich das schon manchmal, dass dann wirklich sehr stark nach einer bestimmten Frucht schmeckt. Und hier ist es mehr wirklich dieser schokoladig-kirschige Gesamteindruck, der hier sehr, sehr dominant ist. Also ich glaube, diejenigen unter euch, die Schwarzwälder Kirschtorte mögen, werden hier eine durchaus sehr spannende neue Mozartkugel entdecken.
die ich sehr empfehlen kann. Schreibt mir da gerne auch in den Kommentaren unten, wie denn euer Eindruck zu dieser Mozartkugel war und ob ihr da zustimmt oder ob ihr das vielleicht ganz anders seht. Ich bin auch immer sehr gespannt, wie denn so eure Eindrücke sind, weil so ein Geschmack, das ist ja dann am Ende des Tages doch eine eher individuelle Sache. Das ist auf jeden Fall die Schwarzwälder Kirsch Mozartkugel. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt einen Gesamteindruck davon machen, auch vom Querschnitt. Danke fürs Zuschauen. Abonniert natürlich gerne den Kanal, wenn ihr jetzt zukünftige neue Mozartkugeln gerne vorgestellt haben möchtet. Es wird dann immer wieder, wenn neue erscheinen. Reber ist ja hier eigentlich der Vorreiter. Es kommen ja aktuell wirklich fast 2 neue Kugeln pro Jahr raus. Die werde ich dann auf jeden Fall immer testen und euch vorstellen. Aber auch andere Kugeln, die ich entdecke. Am Schluss von dem Video blende ich euch auch noch eine Playlist ein mit mittlerweile fast über 80 verschiedenen Kugeln, die ich gefunden habe. Also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut euch da gerne um. Und ansonsten sage ich ja danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.